2 Ruinen und ein galloromanischer Tempel. Heute auf unserer Wanderung. Wir sind heute im Kanton Basel-Land bei Bad Schauenburg und werden die Gegend erkunden. Auf dem Plan stehen 2 Ruinen und ein galloromanischer Tempel. Und wer weiß, was wir sonst noch entdecken. Wir biegen auf den nah beim Parkplatz liegenden Pfad ein und schreiten ein Stück bergauf durch den Wald. Bereits nach kurzer Zeit geht es auf einem breiteren Waldweg weiter. Bald schon können wir unser erstes Etappenziel, die Ruine der Neuschauenburg, aus der Ferne sehen. Es geht weiter auf einem schmalen Trampelpfad den Waldrand entlang. Wir kommen an eine Gabelung. Hier gäbe es auch eine Ruhebank. Ein hübsches Plätzchen, doch wir ziehen weiter. Nach einer kurzen Strecke über einen asphaltierten Weg sind wir schon fast am ersten Ziel. Bald schon sind wir am ersten Etappenziel, und zwar bei der Ruine Neuschauenburg. Man sieht sie schon im Hintergrund, da gehen wir jetzt hin. Die Außenmauern der Burgruine aus dem 13. Jahrhundert ragen immer noch hoch empor. Hier residierten einst die Herren von Schauenburg. Leider kann die Ruine nur von außen betrachtet werden. Sie ist im Privatbesitz und nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Neuschauenburg haben wir jetzt gesehen. Jetzt geht es zum zweiten Etappenziel. Man sieht es im Hintergrund schon. Da gibt es einen Felsen und darauf eine Fahne. Da ist ein Aussichtspunkt und scheinbar ein galloromanischer Tempel, beziehungsweise dessen Überreste. Da gehen wir jetzt hin. Nun geht es erstmals steil bergauf in Richtung Schauenburgflur. Bald schon sehen wir die ersten Felsen aus der Nähe. Die Schauenburgflur war einst ein Korallenriff. Vor 150 Millionen Jahren war hier das Jurameer. Der Pfad führt uns an der imposanten Felswand entlang. Nicht immer ist die Wegführung klar ersichtlich. Dafür werden wir mit einer tollen Landschaft und beeindruckenden Ansichten des Felsenmassivs entschädigt. Dieses Wegstück hat es teilweise wirklich in sich. Nur für geübte Wanderer zu empfehlen. Doch irgendwann haben wir es dann doch geschafft. Die Fahne am Aussichtspunkt ist bereits zu sehen. Etappenziel 2 erreicht. Wir befinden uns nun auf der Schauenburgflur. Hinter mir seht ihr noch die Ruine Neuschauenburg, bei der wir vorhin waren. Ich sitze hier auf dem galloromanischen Tempel. Es sind leider nur noch die Grundmauern erhalten, aber das ist bei vielen Bauten aus der Römerzeit so. Genutzt wurde der Tempel bis ins 4. Jahrhundert nach Christus und ausgegraben wurde er 1961. Allerdings hat man schon im 18. Jahrhundert Funde gemacht. Wir schweifen mit unserem Blick in die Ferne. Die Aussicht von hier auf die Umgebung ist wirklich wundervoll. Hier kann man gut verweilen. Nur wenige Schritte vom kleinen Tempel entfernt sind auch noch die Überreste einer Hochwacht aus dem 17. Jahrhundert zu sehen. Dort befindet sich auch eine offizielle Grillstelle. Und dieser Bitte können wir uns nur anschließen.
So, und nun gehen wir zum dritten Ziel. Das wäre die Alt-Schaumburg. Diesmal ist es nur ein sehr kurzes Teilstück. Bereits nach wenigen Minuten sind wir dort. Und nun sind wir am dritten Etappenziel. Hinter mir die Alt-Schaumburg. Die Burganlage auf dem Kleiflüeli wurde, obwohl der Name etwas anderes vermuten lässt, ein paar Jahrzehnte nach der Neuschauenburg errichtet. Die kleine, jedoch sehr mystische Burganlage ist ein wunderschöner Ort. Wir erkunden jeden Winkel. Man möchte hier gar nicht mehr weg. Wer mehr über die Alt-Schaumburg wissen möchte, wir haben ein eigenes Video dafür gemacht. Der Schlussteil der Wanderung verläuft nun über einen breiten Forstweg. Immer wieder treffen wir auf interessante Felsformationen. Bei manch einer gibt es wilde Feuerstellen. Etwas später kommen wir aber auch an einem offiziellen Rastplatz mit Sitzgelegenheiten vorbei. Wir gelangen nun an die Kreuzung, bei welcher wir schon auf unserem Weg zur Neuschauenburg vorbeigekommen sind. Wir sehen sie nochmals in strahlendem Sonnenschein und biegen in Richtung Bad Schauenburg ab. Das letzte Stück ist nun der gleiche Weg wie am Anfang. Wir sind nun am Ende unserer Tour. Einen Link mit der Route zum Nachwandern findet ihr in der Beschreibung dieses Videos. Es ist für die App Komoot geeignet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke für euer Feedback in den Comments und eure Likes. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!